Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute wird's persönlich. Unser Thema ist Familie. Ich freue mich total. Familie ist wie ein Gemälde mit 1000 Farben. Mal strahlend, mal düster, aber immer lebendig. Schön gesagt. Und jeder hat ein anderes Bild im Kopf, wenn er Familie hört. Für manche sind's Eltern und Geschwister. Für andere zählen Freunde, Haustiere oder sogar WG-Mitbewohner dazu. Bei mir ist Familie ein ganzes Netzwerk. Meine Schwester ist meine beste Freundin. Mein Vater ist mein größter Kritiker. Und mein Hund, der geduldigste Zuhörer der Welt. Neues Wort. Kritiker. Jemand, der oft sagt, was ihm nicht gefällt. Beispiel: Mein Vater ist mein größter Kritiker. Mein Vater kommentiert wirklich alles. Was ich esse, wie ich rede, wie ich Auto fahre. Immer mit einem Augenzwinkern. Aber er meint es ernst. Ich kenne das. Bei uns daheim, mein Vater ist der schweigsame Typ. Aber wenn er spricht, dann sitzen die Worte. Meine Mutter hingegen ruft 3-mal täglich. Einfach um zu fragen, ob ich genug trinke. Neues Wort. Schweigsam. Jemand, der wenig redet. Beispiel: Mein Großvater war ein schweigsamer Mann. Und ich habe 2 jüngere Brüder. Laut, wild, chaotisch. Aber ich würde sie niemals eintauschen. Jünger heißt, du bist der Große? Genau, der Vernünftige. Der erklären muss, warum man nicht mit dem Skateboard im Flur fährt. Klassiker. Ich war die Älteste. Ich musste immer vermitteln, Streit schlichten, Hausaufgaben kontrollieren. Alles. Neues Wort: vermitteln. Zwischen 2 Seiten helfen, einen Kompromiss finden. Beispiel: Lena vermittelt, wenn ihre Geschwister streiten. Als Teenager war das anstrengend. Aber heute bin ich froh darüber. Es hat mich empathisch gemacht. Und wie war eure Stimmung zu Hause? Mehr Harmonie oder mehr Chaos? Beides. Am Esstisch wurde gestritten. Und gelacht. Es war laut, ehrlich und oft emotional. Bei uns gab's Rituale. Samstag war Pizzatag. Sonntag Spaziergang mit der ganzen Familie. Rituale sind schön. Sie geben Halt. Neues Wort. Halt. Das Gefühl von Sicherheit oder Struktur. Beispiel: Die alten Rituale gaben mir Halt. Ich habe das früher gar nicht geschätzt. Jetzt, wo ich in der WG lebe, vermisse ich genau das. Ich auch. Früher habe ich gesagt, ich zieh aus und bin frei. Heute denke ich, ein Sonntagsessen mit der Familie wäre schön. Das WG-Leben ist ja auch wie eine Mini-Familie. Nur ohne Blutsverwandtschaft. Aber mit viel gemeinsamem Alltag. Und manchmal mehr Diskussionen als zu Hause. Definitiv. Aber es ist ein neues Kapitel. Mit neuen Regeln. Und neuen Bedeutungen für alte Wörter wie Familie. Lass uns in der nächsten Szene über Geschwister sprechen. Das ist ja schon eine Welt für sich. Also, Geschwister, das ist wirklich ein Kapitel für sich. Ich habe 2 jüngere Brüder. Total verschieden. Der eine liebt Mathe, der andere lebt fürs Theater. Spannend. Bei uns ist es ähnlich. Mein mittlerer Bruder wollte immer Pilot werden. Heute ist er Musiklehrer. Und der Jüngste, der wechselt alle 3 Monate seine Leidenschaft. Erst Astronomie, dann Kochen, jetzt wieder Fußball. Bei uns gab es ständig kleine Kämpfe. Wer zuerst ins Bad darf, wer das größere Stück Kuchen bekommt. Typische Kindheitssachen. Neues Wort. Typisch. Etwas, das man oft so kennt oder erwartet. Beispiel: Das ist typisch für Geschwister. Und trotzdem, ich würde sie nie hergeben. Die Gespräche mit meinen Brüdern sind ehrlich, direkt, ohne Filter. Genau das liebe ich auch. Es gibt keinen Zwang, höflich zu sein. Man sagt, was man denkt, auch wenn es weh tut. Mein Bruder hat mir mal am Geburtstag gesagt, dieses Kleid steht dir nicht. Ich war wütend, aber er hatte recht. Neues Wort: wütend. Sehr ärgerlich oder zornig. Beispiel: Sie war wütend, weil niemand ihr zugehört hat. Wir haben früher auch zusammen Serien geschaut. Immer donnerstags. Chips, Decke, Sofa. Unsere kleine Tradition. Bei uns war es die 3 Fragezeichen hören. Im Dunkeln. Mit Taschenlampe. Und jedes Mal habe ich so getan, als wäre ich nicht erschrocken. Neues Wort. Erschrocken. Plötzlich Angst bekommen. Beispiel: Ich bin erschrocken, als der Hund bellte. Mein Bruder hat sich immer hinter der Tür versteckt und Buh gerufen. Ich habe jedes Mal geschrien. Geschwisterbeziehungen sind komplex. Mal Freunde, mal Rivalen.
aber immer verbunden. Und wenn etwas Ernstes passiert, sind sie sofort da. Kein Zögern, kein Nachdenken, einfach da. Ich erinnere mich, als ich mit 19 meine erste Trennung hatte. Mein Bruder hat mich wortlos abgeholt und wir sind stundenlang Auto gefahren. Das ist wahre Nähe. Neues Wort. Nähe. Das Gefühl, jemandem innerlich verbunden zu sein. Beispiel: Zwischen Geschwistern gibt es oft besondere Nähe. Genau. Und heute rufen wir uns nicht jeden Tag an. Aber wenn es drauf ankommt, ist alles wie früher. Geschwister sind ein Teil von einem selbst, egal wie alt man ist. Und egal, wie weit man voneinander entfernt lebt. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir über Eltern sprechen. Ein ganz neues Minenfeld. Bereit. Aber hol lieber erstmal tief Luft. Okay, jetzt wird's spannend. Eltern. Ich finde, je älter man wird, desto mehr versteht man sie. Und trotzdem gibt's noch Missverständnisse. Absolut. Ich liebe meine Eltern, aber manchmal reden wir aneinander vorbei. Besonders, wenn es um mein Leben in der WG geht. Neues Wort. Missverständnis. Wenn man etwas falsch versteht. Beispiel: Ein Missverständnis führte zu einem Streit. Meine Mutter denkt zum Beispiel immer noch, dass ich jeden Tag koche. Dabei, Toast mit Avocado zählt doch auch irgendwie, oder? Total. Meine Eltern stellen sich Wegleben wie eine Mischung aus Studentenchaos und permanentem WG-Casting vor. Bei mir war es letztens richtig peinlich. Meine Mutter kam spontan vorbei, sah das Geschirr im Spülbecken und fragte ernsthaft, ob wir keinen Putzplan hätten. Klassiker. Neues Wort. Peinlich. Ein Gefühl, wenn einem etwas sehr unangenehm ist. Beispiel: Es war mir peinlich, als meine Mutter plötzlich im WG-Flur stand. Und dann diese typischen Fragen. Hast du genug Geld? Isst du auch Gemüse? Ich weiß, es kommt aus Liebe, aber manchmal fühlt es sich an wie ein Interview. Mein Vater fragt bei jedem Besuch: Wie lange willst du da eigentlich noch wohnen? Ich glaube, er denkt, mit 30 sollte man längst ein Haus gebaut haben. Neues Wort. Besuch. Wenn jemand vorbeikommt. Beispiel: Wir hatten gestern Besuch von meinen Eltern. Und trotzdem, wenn sie dann wieder weg sind, fehlt plötzlich etwas. Ihre Fragen, ihre Wärme, ihr Chaos. Genau. Neulich hat mein Vater mir eine Mail geschrieben. Einfach nur: Ich bin stolz auf dich. Ich habe geweint. Das ist stark. Neues Wort. Stolz. Ein Gefühl, wenn man mit jemandem oder sich selbst sehr zufrieden ist. Beispiel: Ich bin stolz auf meine Schwester. Manchmal wünsche ich mir, wir hätten früher mehr über Gefühle gesprochen. Nicht nur über Schule, Regeln, Zukunft. Bei uns war es ähnlich. Gefühle waren subtil. Nie ausgesprochen, aber irgendwie da. Neues Wort. Subtil. Etwas ist nicht direkt, sondern fein und versteckt. Beispiel: Ihre Kritik war sehr subtil. Ich habe viel durch ihre Art gelernt. Geduld, Verantwortung, Respekt. Auch wenn ich es damals nicht so gesehen habe. Eltern sind wie Wurzeln. Man sieht sie nicht immer, aber sie tragen alles. Und sie wachsen mit, auch wenn es manchmal dauert. Weißt du, was ich manchmal vermisse? Unsere kleinen Familientraditionen. Sonntags gemeinsam frühstücken, Brötchen holen, Tisch decken. Oh ja, bei uns war es sonntags immer Pfannkuchen. Mein Vater stand extra früh auf, damit die Küche danach wie ein Schlachtfeld aussah. Neues Wort. Schlachtfeld. Ein sehr unordentlicher Ort. Beispiel: Nach dem Kochen sah die Küche aus wie ein Schlachtfeld. Aber irgendwie war das Chaos Teil der Tradition. Danach gemeinsam aufräumen, lachen, sich streiten, gehört alles dazu. Bei uns gab es jedes Jahr an Weihnachten ein Familienfoto. Immer an der gleichen Stelle, immer mit dem gleichen Streit vorher. Das klingt so bekannt. Bei uns war es Silvester. Wir mussten immer Bleigießen machen. Ich habe nie erkannt, was meine Figur sein sollte. Neues Wort. Bleigießen. Eine alte Tradition, bei der man geschmolzenes Blei ins Wasser gießt, um daraus die Zukunft zu lesen. Beispiel: Beim Bleigießen sah mein Bruder einen Drachen, ich nur einen Klumpen. Meine Mutter sagte dann immer, das ist ein Zeichen. Ich dachte nur, wovon eigentlich? Ich glaube, das Wichtigste an solchen Ritualen ist gar nicht das Ergebnis, sondern dass man sie gemeinsam erlebt. Total. Sie geben Struktur. Und in stressigen Zeiten fühlt sich etwas Bekanntes
einfach beruhigend an. Neues Wort. Beruhigend. Etwas, das ruhig macht. Beispiel: Die Stimme meiner Mutter wirkt immer beruhigend auf mich. Ich habe neulich versucht, mit meinen Mitbewohnern eine kleine Sonntagsroutine einzuführen. Frühstück mit Zeitung und Musik. Hat genau 2 Wochen gehalten. Bei uns wollten wir mal Filmfreitag machen. Hat super angefangen, bis jeder plötzlich eigene Pläne hatte. Jetzt ist's nur noch ein Meme. Aber vielleicht geht es gar nicht um perfekte Rituale, sondern um das Gefühl dahinter. Dass jemand da ist, dass man sich auf etwas freut und dass man zusammen lacht, auch wenn der Pfannkuchen anbrennt. Oder das Bleigießen kläglich scheitert. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich meine Familie besuche, schlage ich wieder ein altes Ritual vor. Gute Idee. Ich bringe das Schlachtfeld gleich. Weißt du, was auch ein Teil von Familie ist? Streit. Und zwar richtiger Streit. Oh ja, ich erinnere mich an einen riesigen Streit mit meinem Bruder wegen der Fernbedienung. Klingt lächerlich, war aber ernst. Neues Wort. Lächerlich. Wenn etwas so dumm ist, dass man fast lachen muss. Beispiel: Der Grund für unseren Streit war wirklich lächerlich. Wir haben tagelang nicht miteinander gesprochen. Meine Mutter hat dann irgendwann die Fernbedienung versteckt. Das ist genial. Meine Schwester und ich haben mal 3 Tage lang passiv-aggressiv Zettel geschrieben. Wegen eines T-Shirts. Klassiker. Man weiß, es ist albern, aber in dem Moment fühlt es sich so groß an. Und dann das Schweigen? Schlimmer als der Streit selbst. Neues Wort. Schweigen, wenn niemand spricht. Beispiel: Nach dem Streit herrschte tagelang Schweigen im Haus. Ich habe durch solche Momente gelernt, wie wichtig Versöhnung ist. Jemand muss den ersten Schritt machen, auch wenn es schwer fällt. Genau, bei uns war das meistens meine Oma. Sie hat einfach Suppe gekocht, alle an den Tisch gerufen und wir mussten lachen. Essen, die ultimative Konfliktlösung. Neues Wort. Versöhnung. Wenn man nach einem Streit wieder gut miteinander ist. Beispiel: Nach dem Streit kam es zur Versöhnung bei Kaffee und Kuchen. Und manchmal, Jahre später, redet man darüber und merkt, wie unnötig der Streit war. Aber man lernt dabei. Über sich selbst, über andere. Über Geduld. Neues Wort. Geduld. Ruhig bleiben, auch wenn etwas lange dauert. Beispiel: Man braucht Geduld, um Konflikte zu lösen. Und manchmal reicht ein Blick, ein Satz, eine Geste und alles ist wieder gut. Oder ein Teller Suppe. Wenn ich an Familie denke, denke ich auch immer an meine Großeltern. Die hatten so viele Geschichten parat. Oh ja, mein Opa hat früher jede Geschichte mindestens 3 Mal erzählt. Und jedes Mal mit mehr Drama. Neues Wort. Drama. Eine sehr emotionale oder spannende Situation. Beispiel: Bei meinen Großeltern wurde jeder Einkauf zum Drama. Ich erinnere mich an seine Geschichten aus dem Krieg. Ich habe nicht alles verstanden, aber die Stimmung war immer ganz besonders. Meine Oma hat mir immer Märchen erzählt. Alte deutsche Märchen, die ein bisschen gruselig waren. Aber ich habe sie geliebt. Neues Wort: gruselig. Wenn etwas ein bisschen Angst macht. Beispiel: Das alte Haus meiner Tante war echt gruselig. Sie hatte auch so spezielle Ausdrücke. Ich wusste damals nicht, was fix und fertig bedeutet. Ich dachte, sie redet von Essen. Klassiker. Mein Opa sagte immer, das ist Käse, wenn er etwas doof fand. Ich war verwirrt. Was hat Käse damit zu tun? Neues Wort. Ausdruck. Ein bestimmtes Wort oder eine Redewendung. Beispiel: Alles Käse ist ein lustiger Ausdruck für Unsinn. Ich finde, durch Großeltern lernt man Sprache auf eine ganz andere Art. Bildhaft, mit Gefühl, mit Geschichte. Und auch Geduld. Meine Oma hat mir beigebracht, wie man Knöpfe annäht. Ich war so ungeduldig, sie so ruhig. Es ist schön, wenn man solche Erinnerungen hat. Es verbindet Generationen. Neues Wort. Generation. Eine Gruppe von Menschen, die im gleichen Zeitraum geboren wurden. Beispiel: Meine Großeltern gehören einer anderen Generation an. Ich glaube, ich bin ihnen heute dankbarer als früher. Für all die Geschichten, das Essen, die Wärme. Und für die Worte, die sie uns mitgegeben haben. Manchmal lustig, manchmal weise, aber immer besonders. Inzwischen gibt es so viele verschiedene Familienformen. Patchwork-Familien zum Beispiel. Total.
Meine beste Freundin hat 2 Mütter und 3 Halbgeschwister. Am Anfang fand ich das verwirrend. Heute ist das für mich ganz normal. Neues Wort. Patchwork-Familie. Eine Familie, in der Elternteile Kinder aus früheren Beziehungen mitbringen. Beispiel: In einer Patchwork-Familie leben oft Halbgeschwister zusammen. Als Kind habe ich immer gefragt, und wer ist jetzt wessen Papa? Und meine Freundin meinte, kompliziert, aber alle gehören dazu. Ich finde, das zeigt, Familie ist nicht nur Biologie. Es geht darum, wer da ist, wer sich kümmert, wer zuhört. Neues Wort. Kümmert. Für jemanden sorgen. Beispiel: Mein Stiefvater kümmert sich um mich, als wäre ich sein eigenes Kind. Und das ist nicht immer einfach. Es gibt Eifersucht, Unsicherheit, neue Regeln. Plötzlich gibt es eine neue Schwester, die dein Zimmer mitbenutzen will. Oder eine Stiefmutter, die andere Rituale hat. Ich erinnere mich, wie meine Freundin zum ersten Mal Weihnachten in 2 Haushalten gefeiert hat. Sie war total überfordert. Neues Wort: überfordert. Wenn man zu viel auf einmal hat und nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Beispiel: Ich war überfordert mit so vielen neuen Regeln. Aber mit der Zeit entstehen neue Routinen. Neue Insiderwitze, neue Fotos an der Wand. Und manchmal merkt man, diese bunte Mischung macht es besonders. Genau. Es ist wie ein Mosaik. Verschiedene Teile, aber zusammen ergibt es ein Bild. Neues Wort: Mosaik. Ein Bild aus vielen kleinen bunten Teilen. Beispiel: Unsere Familie ist wie ein Mosaik. Nicht perfekt, aber schön. Und am Ende zählt, dass man füreinander da ist. Egal, wie die Familienstruktur aussieht. Weißt du, Jonas, nach all diesen Geschichten merke ich, wie unterschiedlich Familien sein können. Und trotzdem verbindet uns so viel. Ja, Familie ist nicht nur da, wo man geboren wurde. Es ist da, wo man verstanden wird, wo man sich zu Hause fühlt. Neues Wort. Zuhause. Ein Ort, an dem man sich wohl und sicher fühlt. Beispiel: Diese WG ist jetzt mein Zuhause. Ich finde es schön, wie Sprache uns hilft, diese Gefühle auszudrücken, auch wenn es manchmal schwer ist. Und durch Gespräche wie dieses lernt man nicht nur neue Wörter, sondern auch neue Perspektiven. Absolut. Ich habe heute an so vieles gedacht, was ich lange vergessen hatte. Familie ist nie perfekt, aber sie gibt uns Wurzeln und manchmal auch Flügel. Neues Wort: Wurzeln, was uns Halt gibt. Flügel, was uns frei macht. Beispiel: Meine Familie gibt mir Wurzeln und Flügel. Das war's für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr konntet lachen, nachdenken und vielleicht auch ein paar neue Wörter mitnehmen. Schreibt uns gerne, wie eure Familie aussieht. Oder welche Ausdrücke ihr von euren Großeltern kennt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit euren Freunden. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss und bleibt neugierig.